Ende der 70er Jahre dampft es noch vielerorts bei der Deutschen Reichsbahn. Zu den am weitesten verbreiteten Dampflokbaureihen gehört die 5280. Diese Maschinen sind vor allem im Berliner Raum und in Ostsachsen zu Hause. Gleich 5 Bahnbetriebswerke beheimaten hier die 5280. Zittau, Görlitz, Bautzen, Elsterwerda und hier im Bild Kamenz. Straßgräbchen-Bernsdorf. Die Station liegt an der Strecke Arnsdorf-Kamenz-Senftenberg. Von hier zweigt eine direkte Verbindung nach Dresden über Königsbrück ab. Beide Strecken gehören zum Einsatzgebiet der Kamenzer 52er. Sie bespannen fast alle Güterzüge und sind auch immer wieder vor Personenzügen zu sehen. Und auch diese Lokomotive ist in Kamenz beheimatet. Die 101 553, die in Straßgräbchen-Bernsdorf den Rangierdienst versieht. Gerade stellt sie den Personenzug nach Dresden bereit. Die kleinen Zweiachser der Reihe 101 wurden zwischen 1960 und 64 vom VEB Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg gebaut. In vielen Bahnbetriebswerken der Reichsbahn sind sie beheimatet. Mit einer Leistung von 162 Kilowatt und einer Dienstmasse von 22 Tonnen sind sie für den leichten Rangierdienst bestimmt. Unser Interesse gilt aber weit mehr der 52er. Die ist von ganz anderem Kaliber. Eine solche Lok bringt ohne Tender 90 Tonnen auf die Waage. Die Baureihe 5280 entstand ab 1960, als sich die Deutsche Reichsbahn für die Generalreparatur der als Kriegslok bekannten Baureihe 52 entschieden hatte. Sage und schreibe 6.151 Maschinen der Baureihe 52 sind in den Kriegsjahren 1942 bis 1945 in Deutschland und in den besetzten Ländern gebaut worden. Sie unterschieden sich von den Einheitslokomotiven durch ihre erheblich vereinfachte Konstruktion. Während eine Lokomotive der Baureihe 50 noch aus ungefähr 6.000 Einzelteilen bestand, waren es bei der von den technischen Parametern her vergleichbaren 52er nur noch rund 5.000 Teile. Die 200 bei der Deutschen Reichsbahn rekonstruierten Loks wurden mit Neubau-Ersatzkesseln ausgerüstet. Dabei erhielten sie den für die Neubau- und Umbaulokomotiven in der DDR so typischen Mischvorwärmerkasten über der Rauchkammer. Die Kamenzer 52 8124 hat nicht nur im Streckendienst zu tun. Mit solchen Rangierarbeiten wäre die kleine 101 wohl gehörig überfordert. Hier in der Oberlausitz sind die meisten Bahnhofsschilder zweisprachig, wie auch die Straßen, die Ortsschilder und die Anschriften an öffentlichen Gebäuden. Die Lausitzer Sorben, ein slawischer Volksstamm, haben in dieser Gegend ihre Heimat. Ein Personenzug aus Senftenberg trifft ein und der Güterzug in der Gegenrichtung hat nun freie Fahrt.
Ja, vor solch einem schweren Schotterzug kann die 52er zeigen, was in ihr steckt. Während wir den Güterzug beobachteten, hat sich auch die Kamenzer 52 81 23 mit dem Personenzug nach Dresden auf den Weg gemacht. 12 Minuten brauchte sie für die 10 Kilometer von Straßgräbchen-Bernsdorf bis Schwebnitz. Tender voraus dürfen die Maschinen, wie fast alle Schlepptenderloks, nur mit 50 Kilometern pro Stunde fahren. Vorwärts geht es mit 80 Sachen etwas schneller. Nach weiteren 10 Kilometern und Aufenthalten in Schmorkau, Weißbach und Königsbrück Ost ist Königsbrück erreicht. Hier ist für unsere 52 81 23 die Fahrt bereits zu Ende. Eine Diesellok wird den Zug nach Dresden bringen. Königsbrück war einst Endpunkt einer Schmalspurbahn von Dresden-Klotzsche her. 1884 wurde sie eröffnet, 15 Jahre später bereits wurde sie wegen des großen Verkehrsaufkommens auf Normalspur umgebaut. Bevor die Maschine ihre Rückfahrt nach Straßgräbchen-Bernsdorf antritt, müssen die Wasservorräte ergänzt werden. Der Wannentender der Bauart 22T30 fasst 10 Tonnen Kohle und 30 Kubikmeter Wasser. Während das Wasser in den Tender rauscht, kümmert sich der Meister um die richtige Dosierung. Fast überall hat das Wasser einen mehr oder minder starken Gehalt an kalkbildenden Sedimenten. Sie setzen sich beim Verdampfen im Kessel ab und bilden dort den gefürchteten Kesselstein. Um das zu verhindern, wird dem Speisewasser ein Enthärtungsmittel beigemischt. Seine Dosierung richtet sich nach Beschaffenheit und Menge des gefassten Wassers. Natürlich nutzt der Lokomotivführer die Zeit auch, um seine Maschine zu inspizieren, die Lager zu überprüfen. Na endlich, der Tender ist randvoll. 30 Kubikmeter Wasser, das sind 30 Tonnen. Ein kleiner Teil davon wird zum Saubermachen gebraucht. Die 52 81 23 ist nun für neue Aufgaben bereit.
Wir folgen zunächst nicht der 52er, sondern machen einen Sprung nach Dresden. Der Hauptbahnhof gehört zu den imposantesten deutschen Bahnhofsbauten. Die gewaltige Halle ist 250 Meter lang. In der Mitte, hinter der Kuppelhalle, enden die Gleise zu ebener Erde an einem Kopfbahnsteig. Südlich und nördlich davon liegen um 4,50 Meter erhöht die Durchgangsgleise der Strecke durchs Elbtal in die Tschechoslowakei. Die 250er, Ende der 70er Jahre die modernste E-Lok der Deutschen Reichsbahn, ist mit ihrem Güterzug auf dem Weg nach Bad Schandau. Dort wird er an die tschechoslowakische Staatsbahn übergeben werden. Von 52ern, deren Spur wir ja eigentlich folgen, ist weit und breit nichts zu sehen. Nutzen wir darum die Zeit für einen Stadtbummel. Vor dem Bahnhof empfängt uns der unvermeidliche steinerne Lenin. Dresden hat im Zweiten Weltkrieg ganz besonders gelitten. Aus den Kriegstrümmern wuchs die Prager Straße, eine großzügig angelegte Fußgängerzone mit Geschäften, Hotels und Restaurants. Freilich ist die austauschbare Hochhausarchitektur nicht das, was Dresden einst den Ruf als Elbflorenz einbrachte. Kalter Beton und kahle Flächen. Ist nichts geblieben vom alten, barocken Dresden? Oh doch, da ist zum Beispiel der Zwinger mit dem weltberühmten Kronentor. August der Starke, der legendenumwobene Kurfürst von Sachsen und König von Polen, hat sich dieses Lustschloss bauen lassen. Die Fürsten schaffen sich Unsterblichkeit durch ihre Bauten, war der Leitsatz August des Starken. Mit dem Zwinger ist ihm das ohne Zweifel gelungen. Die berühmtesten Künstler und Baumeister holte der Fürst in seine Metropole. Sie brachten Dresden den Ruf als Weltstadt der Kunst ein. Der Zwinger und die im 19. Jahrhundert angebaute Sempergalerie beherbergen einzigartige Kunstsammlungen. Die prächtigen Fassaden stecken voller Symbole. Da ist zum Beispiel der Herkules, eine Figur mit schier unendlichen Kräften, mit der sich der sächsische Kurfürst gern verglich. Das sogenannte Nymphenbad mag dem unersättlichen Frauenhelden besonders gefallen haben. Anders als der Zwinger sind andere Dresdner Baudenkmäler auch 30 Jahre nach dem Kriege noch nicht wiederhergestellt. Beim Dresdner Schloss zum Beispiel reichte die Kraft gerade zur Konservierung der Ruinen. Im großen Stil wird der Wiederaufbau erst in den 80er Jahren beginnen. Bereits wiederhergestellt ist der Stallhof, ein Prachtbau im Renaissance-Stil. Vom Elbufer aus bietet sich uns ein großartiger Blick auf das alte Dresden. Da ist ganz rechts die Semperoper, gefolgt von der katholischen Hofkirche. Dem Schlossturm fehlt noch die Haube. Die Brühlschen Terrassen, ein Lustgarten am Elbufer, galten in der Barockzeit als Balkon Europas.
Das Gebäude der einstigen Königlich Sächsischen Kunstakademie wird von einer auffälligen Glaskuppel gekrönt. Ach, es gäbe noch so viel zu bestaunen in Dresden und viel darüber zu erzählen. Doch wir wollen uns wieder dem Schienenverkehr zuwenden. Am Körnerplatz im Stadtteil Dresden-Loschwitz hat eine ungewöhnliche Bahn ihren Ausgangspunkt. Sie verbindet Loschwitz mit dem Stadtteil Weißer Hirsch. Auf 582 Metern Länge überwindet sie etwa 100 Meter Höhenunterschied. Von der Talstation aus geht es gleich hinein in den Tunnel unter dem Burgberg. Richtig erkannt. Der Wagen wird auf Schienen geführt und hängt an einem Stahlseil. Wir fahren also mit einer Standseilbahn. 1895 ging sie in Betrieb. Unser Wagen ist jünger. Er stammt aus dem Jahre 1962. Schräg liegende Rollen führen das Seil durch die Bögen. In der Mitte der Strecke, auf einem Viadukt, liegt die Ausweiche. Hier kommt uns der am anderen Ende des Seils hängende zweite Wagen entgegen. Für das Ausweichmanöver sorgen Abtsche Weichen. Deren Prinzip ist ebenso einfach wie genial. Die rechten Räder unseres Wagens haben jeweils 2 Spurkränze, die linken Räder haben gar keinen Spurkranz. Beim entgegenkommenden Wagen ist es genau umgekehrt. So führt die rechts bzw. links durchlaufende Außenschiene den rechten bzw. linken Wagen auf seinem Gleis durch die Ausweiche. Noch einmal geht es durch einen Tunnel. In der Frühzeit der Bahn hing am einen Seilende ein Personenwagen, am anderen eine offene Plattform. Die war eigentlich zum Transport von Pferdegespannen gedacht. Doch meist blieb sie unbesetzt. Das Rucken und die Tunnelfahrten machten die Tiere so nervös, dass sie durchzugehen drohten. Von der Bergstation aus bietet sich ein grandioser Ausblick. Weit unten, ganz in der Nähe der Talstation, entdecken wir das Blaue Wunder, Dresdens berühmte stählerne Elbbrücke. Weit dehnt sich hier das Elbtal. Die Stadt liegt zu beiden Ufern des Flusses. Flussaufwärts in Richtung Elbsandsteingebirge stampft ein Raddampfer. Nicht weit von der Standseilbahn entfernt hat die Schwebebahn zum Weißen Hirsch ihre Bergstation. Sie ist gerade wegen aufwendiger, mehrjähriger Sanierungsarbeiten außer Betrieb. Die Standseilbahn dagegen steht nicht still. Für ganze 10 Pfennige bringt sie Anwohner und Ausflügler zum Weißen Hirsch. Wie bei den DDR-Verkehrsbetrieben üblich, wird der Fahrpreis hoch subventioniert. Selbst im Eröffnungsjahr 1895 kostete die Fahrt mehr. 30 Pfennige bezahlte man damals bergauf, für 10 Pfennige gelangte man wieder hinab. Im schräg geneigten Wagen sitzen die Fahrgäste wie im Kino. Die Vorstellung ist zwar nur kurz, aber spannend. Vor allem natürlich für die Kinder. Ursprünglich besorgten 2 Verbunddampfmaschinen mit zusammen 120 PS Leistung den Antrieb. Aber bereits 1909 stellte die Bergbahn auf eine elektrische Maschinenanlage um.
Die größte Neigung der Strecke liegt bei 28,35%. Ihre Spurweite beträgt 1000 Millimeter. Wieder geht es durch die Ausweiche. Aus dieser Perspektive erkennen wir noch besser die Bauart der Abtschen Weiche mit den durchgehenden Außenschienen. Wie Straßenbahn und Omnibus gehört auch die Standseilbahn zu den Dresdner Verkehrsbetrieben. In deren Regie wurde die Seilbahn seit einem glimpflich verlaufenden Unfall im Jahre 1957 gründlich modernisiert. Damals blieb der bergwärts fahrende Wagen in der Ausweiche hängen und das Seil riss vom Fahrgestell ab. Die Wagenbremsen hielten aber die Fahrzeuge fest, sodass niemand zu Schaden kam. Aber nun ist es wirklich Zeit für den Rückweg zum Hauptbahnhof und in die Oberlausitz. Natürlich mit dem Dampfzug. In der Kuppelhalle und auf den Bahnsteigen herrscht zu jeder Tageszeit emsiges Treiben. Ob zur Arbeit, zu Verwandten oder in den Urlaub. In der DDR fährt man meistens mit der Bahn. Ich wiederhole, Abschnittweise wird zum Schnellzug nach Frankfurt. Bitte beim Umsteigen beeilen. Wo ist sie hin, die 52er? Aha, sie rangiert noch. Der Personenzug mit der Nummer 4856 ist einer der wenigen Reisezüge nach Straßgräbchen-Bernsdorf, der Ende der 70er Jahre noch regelmäßig mit einer 5280 bespannt wurde. Der Heizer hat bestimmt ganze Arbeit getan, denn in einigen Minuten, gleich hinter Dresden-Neustadt, beginnt die lange Steigung nach Dresden-Klotzsche hinauf.
begleiten wir den Personenzug 4856 durch Ottendorf-Okrilla. Der kleine Ort mit dem komplizierten Namen kann auf knapp 3 Kilometern Streckenlänge gleich 3 Bahnhöfe aufweisen. An dieser Stelle sei es einmal gesagt: Das Fotografieren oder gar Filmen von Eisenbahnen in der DDR war damals immer ein Abenteuer, gerade fernab von Dampflokhochburgen wie Saalfeld. Besonders in Anwesenheit der staatlichen Obrigkeit, Volkspolizei, Transportpolizei oder NVA ist so manches lohnende Foto nicht aufgenommen, so manche schöne Szene nicht gedreht worden. Zu drastisch waren die Folgen, die die Dampflok-Fans aus dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet, wie damals auch die BRD hieß, zu erwarten hatten. Das ist ja nämlich den ersten Wagen, da sitzen Russen drin. Ottendorf-Okrilla Süd heißt der erste der 3 Bahnhöfe, den unser 4856 von Dresden aus erreicht. Ein Güterzug ist schon zur Seite gestellt worden, damit der Fahrplan des Reisezuges eingehalten werden kann. Die nächste Station Ottendorf-Okrilla Haltepunkt liegt im Zentrum des Ortes. Immer direkt neben der Straße her geht es durch die enge Ortsdurchfahrt weiter nach Ottendorf-Okrilla Nord. Wieder haben wir Gelegenheit, eine arbeitende Dampflokomotive, das Hin und Her der Treib- und Kuppelstangen aus nächster Nähe zu beobachten.
Die nächsten 7 Kilometer führen uns durch ausgedehnte Kiefernwälder zum Haltepunkt Lausnitz. Eine Personenzugleistung wie diese mit Halten an jeder Milchkanne verlangt dem Personal und der Maschine eine Menge ab. Der Kesseldruck muss immer am Höchststand liegen, sonst wären die beeindruckenden Beschleunigungen so nicht möglich. Erneut verlässt eine Dampflokomotive den Bahnhof von Königsbrück in Richtung Straßgräbchen-Bernsdorf, dem Ziel unserer Reise in die Oberlausitz. Nur noch 20 Kilometer liegen vor uns, bevor wir die ostsächsische Dampflok-Hochburg erreichen. Dort herrscht Ende der 70er Jahre noch Dampfatmosphäre pur. Doch schauen wir uns zunächst in Schwebnitz noch einmal die Ankunft des Dampfzuges an. Es hat sich offensichtlich herumgesprochen, dass Zug Nummer 4856 aus Dresden regelmäßig mit einer Dampflokomotive bespannt ist. So sind wir nicht die Einzigen, die diesen Zug aufs Zelluloid bannen wollen. Um 12:50 Uhr hätte der Dampfzug eigentlich abfahren sollen, aber aus irgendeinem Grund läuft er heute mit 5 Minuten Verspätung ein.
Er wird sicherlich von vielen Eisenbahnfreunden beneidet. Laufend kommen Dampfloks vorbei. Neben dem einfahrenden Dresdner Personenzug wartet eine weitere 52er mit ihrem Güterzug auf die Ausfahrt. Auch wenn die Maschine steht, der Lokführer hat immer zu tun. Hier zischt es, dort klappert's. Doch altersschwach sind die Loks durchaus nicht. Die Reco 52er werden neben den Maschinen der Baureihe 5035 zu jenen Dampfloks gehören, die im Osten Deutschlands bis zum Ende der Dampfära 1988 planmäßig eingesetzt sind. Was für ein Spektakel! Die Schotterzüge aus einem nahen Steinbruch gehören zu den Paradeleistungen der Kamenzer 52er. »18, 19, 20 schwere Schotterwagen. Das sind gut und gern 1600 Tonnen, die die Dampflok hier am Haken hat.«
Zwischen den Industriezentren in Sachsen und dem Lausitzer Braunkohlenrevier gehen ständig Güter hin und her. In Straßgräbchen-Bernsdorf werden viele Zugläufe gebrochen, wie die Eisenbahner sagen, oder es wird umgespannt. Oft wenden die Dampflokomotiven hier. Das nächste Spektakel naht. Schon wieder ein Schotterzug. Die 52er waren keine eleganten Dampflokstars, aber überaus starke und zuverlässige Maschinen. Und so werden wir sie in Erinnerung behalten.